for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin in die Drittelwelt gereist, bin in Saudi-Arabien, das erste Mal in meinem Leben Saudi-Arabien, interessant. Hier ist die, da oben steht's, Pet und Vet Expo, ist jetzt zum zweiten Mal hier in Riyadh, ne, Hauptstadt von Saudi-Arabien. Ich wollte hier mal her, war neugierig auf den Reptilienmarkt in der Region hier in Middle East. Es kommen auch einige von den Nachbarn oder Nachbarstaaten. Habe hier mit einem Geschäftspartner zusammen einen kleinen Stand gemacht mit Reptilien und da zeige ich euch jetzt heute ein bisschen was von der Messe. Wirklich interessant. Neue Länder, neue Terrarianer. Ja, ich finde es schön, wenn das Hobby immer weiter weltweit populär wird. Die Messe hat jetzt gerade aufgemacht. Mal ein kleiner Rundblick für euch. Interessant und ja, ich fand es ganz witzig eigentlich. Die geht um 16 Uhr los, geht bis nachts 22 Uhr. Ich nehme an, das ist den saudi-arabischen Temperaturen geschuldet. Ne? Wir sind hier einfach mitten in der Wüste. Es wird tagsüber heiß, wobei wir jetzt ja auf den Winter zugehen. Also eigentlich, ich finde es gar nicht so heiß, aber ich finde es schön angenehm draußen, vielleicht so knappe 30 Grad. Trotz alledem 16 Uhr bis 22 Uhr die Messe. Also ist man irgendwie so als Deutscher nicht gewohnt, ne? Dass etwas so spät losgeht. Die Stände sind bunt gemischt. Es ist eine, wie gesagt, Pet- und Vet-Expo. Wir sind der einzige Stand mit Reptilien. Gibt alles mögliche andere an Ständen. Sämtliche oder viele Nationen sind vertreten. Ich weiß nicht, wie ihr euch Saudi-Arabien vorstellt. Ich habe gedacht, Saudi-Arabien ist unheimlich, wie soll ich sagen, sittenstreng. Aber das Land hat sich die letzten Jahre brutal geöffnet. Hier mal kleine Abwechslung. Oh. This is also like a Bengal? Yeah. Ah, wow. Okay. Jetzt zeige ich euch mal den Herrn, der hat mich gestern auch schon mit Reptilien angesprochen. Er scheint auch gleich ein bisschen im Reptilien-Business zu sein. Und wohl auch in den Katzen. Hübsche Tiere hier. Pataholic. Ich weiß gar nicht, was die machen. Alles mögliche, Star Wars, sonstiges. Vielleicht irgendwelche fancy, ah ja, hier haben wir es, glaube ich. Irgendwelche fancy Hundegeschirre. Sieht einiges an Veterinärmedizin. Ne? Viele von den Männern haben das klassische weiße Gewand an, auch mit Kopfbedeckung zum Teil. Was mir so aufgefallen ist, ist eigentlich witzig. Ja, uns tun die Frauen immer leid, wenn sie ein Kopftuch aufhaben. Aber wenn die Männer so, was wir uns so klassisch als Ölscheich vorstellen, ne, wenn sie dieses Tuch auf dem Kopf haben, dann sagt keiner, die armen Männer müssen ein Tuch auf dem Kopf aufziehen. Eben das Spannende ist, dass es wirklich jetzt in der Gesellschaft wohl genauso gemischt und freiwillig geschieht bei den Frauen wie bei den Männern. Ja, also wie gesagt, Frauen ganz traditionell verschleiert und andere völlig leger. So, jetzt kommen wir an unseren schönen Messestand. Ihr seht da oben Red Sea Aquariums. Das ist mein Partner hier in Saudi-Arabien, die sind aus Jeddah. Ne? Jeddah ist so eine Hafenstadt. Hoffentlich versemmel ich es jetzt nicht. Ich glaube am Roten Meer gelegen müsste das sein. Mit denen zusammen haben wir jetzt hier gesagt, komm, lass uns mal so einen Messestand machen, mal schauen, wie das Interesse ist. Heute ist der zweite Tag. Gestern war wirklich unheimliches Interesse.
wobei natürlich viel Anfassen war. Ja, die Leute, also es ist, man merkt schon, es ist völlig neu. Ich erinnere mich so bei uns früher vor 15 oder ja, länger, sagen wir mal 20, 30 Jahren, da war es eigentlich ähnlich so, oh, darf ich mal anfassen, eine Schlange und ja, ist die giftig und so. Ne? Und so ungefähr ist es jetzt hier. Wie viel Terrarianer dann letztendlich draus werden, muss man abwarten. Ein Reptil habe ich auch noch hier entdeckt. Ich hoffe, dass ich es finde. Ah ja, da ist es. Also hier ist wegen so ein, ich weiß gar nicht, Streichelzoo scheint es nicht zu sein, weil niemand da ist zum Streicheln, beziehungsweise ist ein Zaun drumherum. Aber einfach ein paar lebende Tiere und unter anderem eine hübsche adulte Sulcata da unten. Macht gerade Mittagsschlaf. Gestern war sie am Rummarschieren. Hier ein paar Kaninchen. Und ein Hahn dazwischen. So, was ich euch auch noch zeigen muss, was ich eigentlich mit das Hübscheste finde. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie schon mein Leben lang habe ich eine Schwäche für Ziegen. Also ich fand schon immer Ziegen einfach hübsche Tiere, gibt es mal gar nichts. Da ist noch eine zweite Sulcata, sehe ich gerade. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, hier so ein kleiner Tierbereich. Ich hatte die Kamera jetzt ein paar Stunden aus. Jetzt ist es abends 8:30. Wenn bei uns in Europa alles zu Ende geht oder schlafen geht, wird es hier erst voll. War gestern schon, da ist wieder ein wenig so die Rush Hour auf der Messe. Also hier bei uns am Stand sich einige eingefunden. Gibt tatsächlich auch wirklich so eine Terrarianer-Szene hier. Ein paar Leute auch kennengelernt, die alles Mögliche züchten, vom Netzbüdern, Cornadons, Calyx-Korn, alles wird gezüchtet. Tatsächlich hat sich heute nochmal ein Stand bzw. ein Züchter mit Schlangen eingefunden. Und hier mal schaut, Ball Python, hübscher Calico Paradox würde ich mal schätzen. Ne? Tolles Tier, cool. Ja, der hat hier einiges an Terrarien mitgebracht. Der Besitzer ist gar nicht da gerade. Ja, was ich euch damit zeigen will, einfach, dass der Terraristik- oder Reptilienmarkt hier tatsächlich schon angekommen ist und sich bestimmt auch die nächsten Jahre echt noch toll weiterentwickeln wird. Auf der Messe kann ich euch leider tiermäßig nicht wahnsinnig viel zeigen. Die paar Reptilien, Königspythons, die Tiere, die meine Partner hier haben, Red Sea Aquarium, Jeddah. Das ist jetzt nichts, was die Community wahrscheinlich vom Hocker haut. Deswegen lasst mich ganz kurz ein bisschen über die große weite Welt sinnieren. Das Saudi-Arabien, ich wusste echt nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Wenn man bei uns im Fernsehen schaut, dann denkt man, oh je, Saudi-Arabien, also ich drehe mich mal um. Man stellt sich Saudi-Arabien eigentlich wegen so vor, ne? Irgendwelche Menschen schwarz eingehüllt, die kein Wort über die Lippen bringen vielleicht oder um Gottes Willen ja nicht ansprechen. Und ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ne? Also ein ganz offenes Land, wirklich auch kleiderordnungsmäßig querbeet. Ne? Also zum Teil mit dem Chador heißt, glaube ich, aber andere wieder völlig westlich angezogen, mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Unheimlich gepflegt die Menschen, ne? Also in jeder Hinsicht duften tut's nach sämtlichen Parfüms, die es auf dieser Welt gibt. Wie gesagt, die Leute unheimlich nett, unheimlich offen, freundlich.
man kommt hierher, ich will meinen Kaffee zahlen, habe kein Kleingeld, da kommt einer und sagt, komm, darf ich für dich bezahlen? Ja, dann lädt er mich hier zum Kaffee ein und so weiter. Also das sind so die täglichen Storys. Echt tolles Land, alle mordsnett, alle mordsfreundlich, egal Männer wie Frauen. Unheimlich junge Leute. Das Reptilien-Business völlig in den Anfangsschuhen. Ne? Man merkt es mit dem das Anfassen. Ne? Also da wird es wieder Leute geben, die sagen, oh, um Gottes Willen, wir sehen es jetzt gerade auch hier hinten. Da wird der eine oder andere wieder sagen, wieso muss man denn alles anfassen? Aber Leute, denkt zurück, bei uns vor 20, 30 Jahren in Europa, wo die Schlangen rauskamen, da war das auch was, boah, Wahnsinn und darf ich mal anfassen und ey, ja toll und ja interessant und so. Ne? Und so ähnlich ist hier auch. Ich finde das auch gut, das stört so einen Königspütern echt gar nicht, wenn der mal 1, 2 Tage hier in den Händen gehalten wird. Ich glaube, da tun wir sogar was Gutes, weil die Leute lernen es kennen und haben viel mehr Respekt vor einem Tier, das sie schon mal angefasst haben. Ja, also tolles Land, wenn ihr die Gelegenheit habt, kommt mal her, schaut es euch an und ich muss echt feststellen, es ist nicht, wie man es als unbedingt in der Presse alles so schwarz und weiß und es ist echt anders und also ich habe das Saudi-Arabien total positiv kennengelernt und gibt mir mehr Hoffnung für die Welt, ne? Gerade mit den Konflikten und alles, die wir haben. Also wenn ich mir hier die saudische Bevölkerung angucke, ich glaube, die können auch weltweit einen guten Einfluss haben in Länder, die vielleicht noch einiges, oder ich sage jetzt mal islamische Länder, wo es einiges schwieriger im Moment noch ist, Iran vielleicht oder Afghanistan oder sowas. Also wenn da der saudische Einfluss noch ein bisschen mehr um sich greifen kann, ich denke, dann kann das der ganzen Welt helfen. Ja, ihr kennt mich, normalerweise bin ich nicht am Politisieren, muss jetzt gleich ein bisschen sein. Wie gesagt, statt Reptilien müsst ihr euch gleich wegen meine Weltanschauung oder meine Gedanken zur Welt anhören. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Reptilien und so weiter. Der junge Mann hier, seit 2 Tagen arbeitet er daran, dass er eine Schlange anfassen will. Gestern hat er sich noch nicht getraut. Heute hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen, traut sich anzufassen. Ja wirklich, der hat gestern, ich habe gesagt, komm, lang mal an, hat er sich nicht getraut, konnte sich nicht überwinden. Ist schon wieder ein Mensch von seiner Schlangenphobie befreit. I think now you are relaxed, or not? Yeah, nice. Oh, das junge Mädel hat den Mut gefunden, anzufassen. Das war die Pet- und Wettexpo in Saudi-Arabien, in Riyadh. Hinter mir die Ball Pythons. Um mich herum die saudi-arabische Bevölkerung, also um mich herum mehr oder weniger. Ich fand es sehr spannend. Ich fand die Leute toll, ganz nette, aufgeschlossene Leute. Wirklich toll, das Saudi-Arabien mal zu erleben. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, Kanal abonnieren, dann lernt ihr auch die Terroristen in anderen Ländern kennen. Ansonsten bleibt mir treu und in dem Fall checkt die Balls in Saudi Arabia.